Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg in die Landwirtschaft, auf dem Weg zu seinem Praktikum. Ich stehe jetzt hier mitten inmitten meines Hofes, Sesselwort. Da ist mein Hühnerstall 1 und da hinten ist mein Hühnerstall 2. Vielleicht so zwischen den zwei Massen zu sehen. Da habe ich mein Silo. Hinter dem Silo steht also der zweite Hühnerstall. Ich habe 2 Hühnerställe. Ich habe hier 3 Felder. Diese 3 Felder brauche ich jetzt also, um meine Hühner, ich habe fast 600 Hühner, um die zu füttern. Also zwischen 350 und 400 Hühner. Also eigentlich so zwischen 700 Hühner, 700 und 800 Hühner. Ich muss immer welche verkaufen, damit das nicht zu viel werden. Also hier habe ich gerade Weizen gesät, da habe ich auch Weizen gesät. Das wird dann geerntet in 2 Felder. Und dann da hinten, das Feld, das gehört mir auch. Das da hinten, jetzt habe ich Gras gesät. Eine große Einnahmequelle für mich. Und hier kann ich auch Gras ernten. Also, wir haben jetzt 10 Uhr, 10 Uhr 6. Was mache ich jetzt heute Morgen? Ich muss mal sehen, wo ich meinen LKW habe. Zu meinem Traktor fahren. Und dann jetzt zum Traktor. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Zeit verstellt habe. Und jetzt werde ich also meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, Grasmähen. Also ich bin ein Grasmähen leidenschaftlicher, nicht zuletzt auch deshalb, weil das gutes Geld bringt. Und ich bin ziemlich materialistisch orientiert. Gut, ich habe 500.000 Schulden, ich habe 1 Million gewonnen hier, 1 Million Startkapital gehabt. Davon habe ich also sehr viel von verbraucht hier. Na, sie will nicht. Jetzt haben wir ihn, ja. Okay, jetzt haben wir ihn. Dann können wir den anderen da hinten dran sitzen. Das ist dann nicht mehr zurück. Ich muss mal reinwechseln. Und dann möchte ich mal nach hinten schauen. So. Und jetzt möchte ich ja zu dem Anhänger da hinkurbeln. Da drin fahren. Dann hängen wir den an. Okay. Jetzt haben wir den Eingang. Und jetzt fahren wir mal, wo wir jetzt heute mähen möchten. Ich möchte heute meinen Felder mähen. Hier wieder Rand. Das große Feld habe ich ja gestern gemäht. Jetzt könnte ich heute wieder hier meine Ränder hier bemähen. Also das Stück Wiese, das mir zwar auch gehört, aber wo ich jetzt keinen Nutzen habe. Also zum Beispiel so hier, ich weiß gar nicht, wo hört jetzt hier meine Wiese auf. Also hier könnte ich vielleicht mähen, geht berghoch, das ist kein guter Platz zu mähen. Hier vielleicht, hier anfangen. Ja, jetzt muss ich erstmal entscheiden. A und B. Dann einmal G. Und dann auch von B. Und dann B. Okay, jetzt geht also alles an. Jetzt sollte ich jetzt hier mitmähen können. Das ist unten auch schon mal eingeschaltet, ja. Und dann will ich mal hier hochfahren. Und ja, das sollte klappen jetzt. Mäht jetzt? Ja, der mäht. Und der saugt auf.
Okay, dann fangen wir hier mal an den Rand an, damit ich das Gras gut hier vom Gras von der Ernte absetzen kann. Ja, werden wir hier also sehen, dass wir hier heute Morgen ein paar Ballen noch sehen, bevor ich jetzt hier dass die Ernte also das Getreide wird nicht abgemäht, sondern der mäht nur das Gras ab, was ich schon mal sehr gut finde. Und was natürlich nicht so gut ist, dass ich dann jedes Mal hier aufpassen muss, wenn ich hier so weit bin, wann der Ballen da ist. Dann fangen wir hier mal weiter. Ich bin zwar links, rechts, die Muscheln. Also man, das sieht man hier teilweise überhaupt nicht. Jetzt habe ich den da, dann kann ich ein Stück zurückfahren, um das gleich hier aufzusammeln. Da liegen so ganze Klacks hier. Jetzt kann ich hier schon mal einen auswerfen, einen Ball. Jetzt kann ich mal einen Ball auswerfen. Und dann fahren wir hier mal weiter. Und dann fahren wir hier mal um das Feld rum. Und allein diese Rumfahren an den Rändern, das bringt auch wieder ein paar tausend Euro. Und das Gras wächst ja umsonst. Das ist mein Gras, mein guter Boden, also kann ich das abmähen, so viel ich möchte. Und das mache ich jetzt auch. Vielleicht werde ich auch mal von meinem Helfer das machen lassen, aber momentan ist meine Information, dass die Helfer das nicht können, dass die Helfer nur Felder abernten können. Und von daher muss ich mal sehen, was ich jetzt hier rüberkriege. Also hier hat er gerade gar nicht aufgenommen. Ich weiß nicht genau warum nicht, aber so. Hier machen wir die zweite Runde. Und ja, 1000 haben wir schon, 1000 liegen da. Also im Bahn gibt immer ungefähr so 1000 Euro. Ob das in der Realität auch so ist, weiß ich nicht genau, wie denn die Preise sind. Dann fahren wir hier mal rein. Dann gucken wir hier, wie wir was mitnehmen. Und dann fahren wir in die zweite Runde. Fahren wir hier rein. Ja. Ich weiß nicht genau, müsste bald fertig sein, der nächste, oder? Oder habe ich schon einen hinten drin? Ich weiß nicht genau, kann ich mal nachschauen. Ob ich hinten was drin habe, kann ich momentan nicht sehen. Doch, da ist einer drauf, den könnte ich jetzt mal abwerfen. Mit Z. Jetzt weiter runter, genau. Und dann sind wir uns hier wieder ran, fahren wir weiter. Hier haben wir schon 2000. Nur durch das Abfahren jetzt hier. Das ist eine bequeme Arbeit. Es ist einfach wie Hühnerkartons einzusammeln, sag ich mal. Und der Traktor, der hat zwar Mühe jetzt hier, Berg hoch, Berg runter, mein John Deere hier, aber der leistet gute Dienste und der hat einen starken Motor drin. Ich habe die starke Motorvariante drin, die mit 120 PS, habe ich den nachgerüstet. Das kann man auch nochmal 10.000 so und damit schafft er das jetzt. Ich habe gar nicht probiert, ob das auch ohne geht. Ich habe den nachgerüstet und
Mit der Nachrüstung klappt das jetzt. Ja. Wie sieht das aus jetzt? Habe ich wieder einen voll oder habe ich einen verpasst? Weiß ich nicht genau. Ob ich einen verpasst habe. Also ich meine, verpasst mit in dem Sinne, dass ich nicht mitbekommen habe, dass der Ball wieder voll ist. Dann möchte ich irgendwie nachschauen. Jetzt nehmen wir hier das Stück hier. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier einen Ball voll bekommen. Oder ob wir hier vielleicht schon einen ablegen können. Machen wir mal Tipp für den Fall, dass einer da ist. Und dann, okay, bauen wir den hier rein. Und auf geht's zur nächsten Runde. Hier sind die Büsche. Hier überall Gras und Büsche. Hier liegt jetzt richtig am Hang. Ich habe diese bergige Wiese. So am Berg liegen die 3 Felder. Sind keine guten Felder, meine ich. Aber okay. Ich habe die gekauft für 83.000. Ich wusste nicht genau, was ich kaufen sollte und wo. Also habe ich RawVideo genommen, weil das hier auf der Karte angeboten wurde. Und das amerikanische Landschaft, die amerikanische Landschaft gefiel mir auf Anhieb. Da mit dem Wasserfall und so, das fand ich schön. Deswegen, also jetzt sind wir wieder voll. Müssen wir wieder ein Stück zurückfahren. Dann können wir den auswerfen. Dann fahren wir hier mal weiter. Und dann fahren wir hier mal hoch, ne? Hier können wir hochfahren. Mal ein Feld entlang. Hier ist mal ein Feld. Ich sehe gar nicht, wo das Feld aufhört, wo das Gras anfängt. Das Gras wächst hier so, das wächst doller wie das Getreide. Ja, hier geht wieder noch langsamer, weil es hier wieder steiler ist und hier geht es nach oben. Ja. Heute habe ich hier erkundet, wo der Weg hingeht, hier links, wie man gerade sehen kann. Und hier geht es also weiter. Ich sehe gar nicht, wo hier Weizen ist und wo die Graswiese ist. Ja, das ist also schwer zu sehen hier. Etwas schwer. Und auch wo das Feld hier aufhört. Oder es liegt vielleicht schon am Alter und weiß ich nicht so genau. Ob jetzt junge Leute das besser sehen. Also fahren wir hier mal runter. Hier ist hier mein Gas. Die Kugel ist schon wieder voll. Sehe ich hier gerade. Also können wir den mal abwerfen. Und haben wir jetzt 2 Stück oder einen? Weiß ich nicht so genau. Ich fahre mal weiter hier. Können wir nachher zählen. Also hier jetzt wieder runter. Und sind wir hier einmal rumgefahren. Und dann können wir jetzt hier wieder reinfahren. Hier geht wieder rein mit dem Feld. Und dann können wir jetzt hier das hier abfahren. Und dann fahren wir hier hoch. Ja, hier hoch. Also das Schöne ist, man braucht hier nicht dafür zu sehen. Und man kann trotzdem hier ernten, das Gras. Das Gras wächst also immer automatisch nach.
ohne dass man was dafür tun muss. Und also eine Art von Geldschöpfung, jedenfalls in dem Spiel. Ach, der Ball bewegt sich da vor mir, der kommt mir schon entgegengerollt. Ja, jetzt wollen wir hier reinfahren. Sie rollte mir entgegen, weiß ich nicht genau. Er hat mich kommen sehen. Deshalb. Habe ich schon wieder ein voll? Ich glaube ja. Dann fahren wir weiter hier. Und dann fahren wir hier so rum. Haben wir hier den Bogen. Dann fahren wir das Grüntischblatt hier. Okay. Dann nehmen wir hier die Runde mit. Also 2 Stück liegen da unten, sehe ich gerade. Dann können wir hier die mittleren Streifen mitnehmen. Dann können wir den auch noch machen. Da liegen auch 2, sind 4. Und da oben müsste jetzt nochmal 4 liegen, werden dann 6. Das wären dann 6. Und dann können wir mal hier so reinfahren. Und dann kommen wir hier so hoch. Haben wir hier den Rand auch noch ab. Da ist wieder einer voll. Dann können wir den auswerfen. Ich weiß nicht, ob der jetzt 2 Stück auswirft. Der rollt einen, einer wird gerollt und einer ist gerade runtergerollt. Einer wird dann gewickelt. Dann können wir den gewickelten auch gleich abwerfen. Dann rollt er runter. Macht er auch. Das macht er auch. Dann nehmen wir ihn ein bisschen Gas mit. Ja, also, der Gasmäher ist wieder am Berg hier. Dann können wir jetzt mal hier links reinfahren. Die Wiese gehört uns ja auch. Machen wir hier einmal. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Und dann fahren wir hier mal so durch. Hier haben wir wieder jede Menge. Und wir haben ja auch schon die Ernte. Wo hört jetzt das Gras auf? Hier ist noch Gras. Ich sehe gar nicht, wo das Gras aufhört, wo das Getreide anfängt. Machen wir hier mal rüber. Ja, das ist hier mein größtes Feld, das ich habe. Und geht wieder runter, scheint mir. Dann machen wir das hier mal. Machen wir hier mal die Abfahrt. Und dann fahren wir runter. Geht steil runter hier. Das geht steil runter. Und dann kommen wir hier an. Okay. Jetzt ziehen wir das Feld hier unten an. Und jetzt sind wir wieder durch. Wenn wir wieder den Ball abwerfen. Oder 2 Ball. Ich weiß nicht genau. Einer wird gewickelt und einer ist fertig, glaube ich. Ne? Dann fahren wir weiter. Dann fahren wir weiter. Wieder hoch. Dann fahren wir das hier ab. Ja, hier geht schwer. Aber jetzt sehe ich besser das Feld hier. Und der Sprit, der alle hier bald. Wir bald tanken.
Das werde ich dann gleich mal mit dem Osus, wenn ich die Ballen einsammle, dann werde ich, wenn ich jetzt hier umfahren, ich muss sogar hier umfahren, weil hier ist das Feld zu Ende und okay, dann können wir jetzt hier da oben fahren, dann nehmen wir das noch mit, dann fahren wir jetzt hier rüber und dann bauen wir das hier ab. Ja. Und dann können wir jetzt hier runterfahren wieder. Runter. Und nehmen die zweite Tour mit. Können wir hier wieder Stopp langsam. Hier haben wir so. Und dann können wir hier links reinfahren. Und dann haben wir die zweite Runde. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich wieder eine Folie. Dann können wir wieder fertig machen. Wir fahren mal weiter. Okay. Wollen wir jetzt schon hier einfahren oder? So. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier alles abgeerntet und auch sind die Ränder jetzt alle fertig oder abgeerntet? Hier haben wir noch was. Ja, die Frage, habe ich jetzt 8 Ballen? 10 Ballen vielleicht? Ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt nur die Ränder hier gemacht, wie viele Ballen das gibt. Das wird der letzte Ballen sein, nehme ich an. Und dann hören wir mal auf. Ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Ränder habe ich jetzt hier erfasst. Und ich weiß gar nicht, wo mein Feld jetzt hier aufhört. Und hier fangen wir mal an. Und hier können wir noch anfangen. Hier haben wir noch Gras. Okay. Da könnte ich sogar noch eine Fuhr machen hier. Aber das braucht nicht sein. Damit haben wir erstmal genug. Wie wieder eine Stunde Gas mähen. Einige Runde. Und dann nehmen wir die Büschel hier in der Mitte. Wo wir hier am Rand noch was machen? Ja. Können wir noch was abfahren. Dann fahren wir hier auch noch was ab. Hier ist alles weg, ja. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und dann sollte ich vielleicht auch aufhören jetzt hier, ne? Haben wir hier noch was anzusammeln? Hier liegt noch viel Zeug rum, was ich vorhin liegen gelassen habe. Und das wird ja auch aufgesaugt. Jetzt haben wir den hier. Und dann können wir den fertig machen. Okay, das war jetzt der letzte. Das ist der letzte. Und dann fahren wir jetzt erstmal, fahren wir den weg. Wie lange habe ich jetzt geerntet? Ich weiß gar nicht. 10:29 Uhr. Ich muss mal auf die Uhr schauen, wie lange diese Vorgänge hier insgesamt hier so dauern. Jetzt fahre ich hier wieder runter. Bringe ich erstmal den weg hier.
Oder soll ich auch nochmal am Anmelden? Da habe ich ja gestern schon gemerkt hier. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben, ne? Okay. Dann schauen wir jetzt hier den Mail. Ich habe den Pöttinger. Und dann können wir den mal ausheben. Haben wir. Und dann möchte ich jetzt den Anhänger möchte ich wohin stellen. Muss ich noch was auswerfen? Habe ich noch was drauf? Ich weiß nicht genau. Manchmal habe ich noch was drauf und dann sehe ich das gar nicht so genau. Und dann sieht das ja viel zu spät. Jetzt könnte ich mal schauen, ob ich da was drauf habe. Nicht zu sehen. Doch, da war einer drauf, genau. Den habe ich jetzt eingeschmissen. Der bin ich gut hat. Okay, weiter geht es. Jetzt möchte ich nach vorne schauen. Und jetzt möchte ich die Pöttinge wohin stellen. Da möchte ich den hinstellen. Hier, ne, an die Seite. Wenn ihr keinen stört, kann ich den gut hinstellen. Kann ich runterfahren und so, ja. Okay, dann können wir den abhängen. Gut, haben wir. Und dann fahren wir jetzt dazu. Dann fahren wir jetzt den anderen, den Osus anhängen. So rum. Jetzt fahren wir zum Osus. Jetzt fahren wir zum Osus. Ja. Hier ist mir irgendwas um den Weg. Ich möchte einfach mal da runterschauen. Da möchte ich hinschauen. So. Okay. Da kann ich gefühlvoller Gas geben. Jetzt haben wir den. Dann können wir den aufklappen. Und dann schauen wir nach vorne. Wo ist jetzt hier der eine? Da ist der, den nehmen wir gleich mit hier. Den packen wir gleich hier. Können wir den dabei zuschauen vielleicht. Dann nehmen wir den jetzt hier. Machen wir an dem vorbei. Zack. Das war's schon. Okay, Moment. Ich bin nie wieder. Also ich muss mir die ganzen Joysticks, wo ich mir erst zurechtkomme hier. Ich habe jetzt ein neues, das neue Sideboard hier von Seitig und ich habe das Logitech Lenkrad und ja, die sind beide erstmal, muss ich mich dran gewöhnen und also das Lenkrad, das hat also, da haben wir den Nummer 2. Nummer 2. Hänge ich jetzt fest hier oder? Okay. Das war Nummer 2. Und wo sind die zweite Bein? Ja. Möchte man diesen Feld durch das Feld fahren? Kann ich einfach durch das Feld fahren. Das tut mir nicht weh. Das macht ja nichts, das sieht man nicht. Also von daher, weil ich jetzt mal da ansammeln hier. Dann sammeln wir den an. Nummer 3. Dann haben wir da Nummer 4. Dann haben wir Nummer 4. Und dann mal eine Kurve. Dann fahren wir jetzt hier Nummer 4. Dann wollen wir die Nummer 5 ab. Nummer 5. Und da ist Nummer 6. Da ist Nummer 6. Okay. Und wo ist Nummer 7? Nummer 7 muss hier sein, ne? Da haben wir 7 und 8. Da haben wir 7. Da haben wir jetzt 8.
Okay. Und da fahren wir dem anderen ein bisschen näher dran vorbei. Und damit haben wir 8 Stück gemacht. Also bei dem Preis von gestern müsste ich jetzt hier schon, habe ich den nicht hoch, ja. Bei dem Preis von gestern habe ich 10.000 bekommen. Mal sehen, ob ich die jetzt heute auch bekomme. Und ich weiß gar nicht, wann ist der alle Ball? 8 Stück. Habe ich nur 8 Stück gemacht oder? Ich weiß nicht genau, oben müsste vielleicht ein anlegen. Also für die Ränder bringen natürlich nicht so viel. Schauen wir mal. Ich muss ja mal so ein Gefühl dafür bekommen. Gestern habe ich 20 Bällen gemacht hier. Jetzt habe ich aber nur Silageballen. Die bringen ein bisschen mehr Geld. Dafür müsste ich jetzt so 10.000 bekommen. Oder 9.000. Je nachdem, was für ein Preis. Oder nur 8.000. Kann auch passieren. Ist aber egal. Ja, von den Silageballen will ich diesen Hof hier demnächst kaufen. Das ist der nächste Hof, den ich mir aneignen werde. Weil der hat jetzt noch ein Feld. Okay. Dann können wir mal schauen, wie das aussieht. Müssen wir natürlich hier vorfahren. Okay. Und dann können wir den hochfahren. Und den Bügel erstmal runter. Dann einmal hochklappen. Und dann einmal hochfahren. Und das mache ich jetzt im Saatboot. Also manche Sachen mache ich im Saatboot. Da haben wir den, weil es gibt ja 8.425, wenig heute, wenig, lohnt sich gar nicht. Gestern bekam ich über 10.000 und heute nur 8.000. Okay, muss mal schauen, dass ich hier noch einen Ball mitbekomme. Wenn ich noch was da habe. Und ich muss mal wieder hier wechseln. Ja, weil das hier kostet also 210.000. Ich weiß nicht, mit Gebäude oder ohne. Und das könnte ich auf Kredit kaufen oder mit Eigenkapital. Also heute arbeitet ja keiner mehr mit Eigenkapital. Die arbeiten alle mit Fremdkapital, kaufen dann damit die Zinsen auf und schlagen den Kaufpreis auf den Kunden auf. Ja, jetzt muss ich mal sehen, ob ich hier einen Ballen habe. Ob es noch einen Ballen gibt. Vielleicht noch ein oder zwei. Da oben vielleicht oder sollte ich vielleicht schlechter hochfahren. Da oben liegen 2 Stück, sehe ich schon. Da liegen 2 Stück. Und dann gucken wir jetzt hier. Hier liegt keiner. Hier liegt auch keiner. Aber da liegen welche. Eine zumindest. Und dann können wir gleich mal nach Haus fahren. Einen Arm. Dann fahren wir hier einen Arm aus. Wenn wir an zu fischen hier. Habt ihr den nicht oder? Habt ihr den nicht? Jetzt hat den geschnappt, okay. Jetzt haben wir. Wo war der andere? Da ist der andere. Ist natürlich nicht so üppig. Habe ich also 10 Ballen
Nur von den Feldern, die bisher gemacht. Ja, ich möchte eigentlich zurückfahren. Aber der fährt irgendwie nicht dahin, wo ich will. Das war den irgendwie. Der will nicht so. Also müssen wir hier einmal da umdrehen. Und dann fahren wir den da oben. Fahren wir den so ab. Nehmen wir den so mit. Und so, jetzt packen wir den auf. Nummer 2. Ja, und weiter. Weiter haben wir nichts hier. Da liegt hier irgendwo einer. Ball, bist du? Hat sich einer versteckt? Hier kann. Ich sehe keinen. Ich sehe da auch keinen. Weit und breit nichts weiß, das leuchtet. Und ja, also, das heißt, das war's hier. Erstmal haben wir heute nur 10 Ballen. Ja gut, den 10.000 immerhin. Ist auch nicht wenig. Nur für ein bisschen Gas verkaufen habe ich keine Arbeit mit. Weiter. Also bringen wir den jetzt auch noch weg. Ich den Bügel jetzt eigentlich gehabt. Ja. Haben wir den auch schon dahin, haben die 2000. So, es war das jetzt. Was bringt das jetzt? Jetzt habe ich 2 Stück drauf. 1000, ne? 2000 gibt es jetzt, oder? Ja. Ja, was mache ich jetzt noch heute Morgen? Also gesät habe ich gestern, gedüngt habe ich auch. Können wir bald ernten, aber ist noch nicht so weit. Der braucht noch ein paar Stunden. Und da war jetzt heute Morgen nur Gleichzeitig möglich. Und dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen Hühnerarbeit machen. Wenn wir ein bisschen weiterfahren. Hier und sehen auch. So scheint es mal runter. Sehr schön. Und dann, also, ja, mit den 2100, ja. Das war nicht üppig, aber immerhin. Versuchen wir mehr. Haben wir also 10.000 Leute angenommen. Und der Konto hat 12.000 wieder. Ja gut, das heißt also, man muss auf den nächsten Sticker draufklicken auch. Habe ich den jetzt hier hochgefahren? Den Bügel sollte ich hochfahren, ja. Und oben lassen. Wer hat den wieder runter gemacht? Das hier oben. Den muss ich runter. Ja, also haben wir 10.000 heute verdient. Und ja, damit können wir wieder ein bisschen vom Kredit bezahlen. 5.000 vielleicht, oder warten wir erstmal, was die Hühner bringen. Jetzt haben wir jetzt 10 Uhr. Hängen wir das jetzt mal ab, dann machen wir die Hühner sauber. Und dann schauen wir mal, ob schon genug Kartons da sind. Dann verkaufen wir ein paar Kartons. Das gibt dann wieder ein paar tausend. Und das sollte zumindest auf 12.000 kommen. An 12.000 habe ich ja schon, 10.000 habe ich. Und den Einnahmen mehr.
Und dann stellen wir den hier wieder hin. Dann stellen wir den hier wieder hin. Okay. Steht der gut, ja. Und dann können wir den abkuppeln. Haben wir. Und auf geht's zum Hühnerstall. Zum ersten. Und dann müssen wir mal den Fundblatt anhängen. Das machen wir jetzt mal. Okay. Haben wir. Und dann fahren wir ein bisschen in die Ruhe. Können wir den anhängen? Ja. Nur so. Und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. Der sieht das aus. Okay, dann können wir den mal absenken. Wie sieht das hier aus? So. Und dann können wir den mal mit dem zweiten Joystick so absetzen. So. Jetzt könnte der schon klappen. Sind wir davon reingefahren. Haben wir das? Ja. Und dann können wir den hochfahren. Dann kippen wir das ein. Okay. Haben wir den Stall sauber gemacht? Dann fahren wir zum anderen. Dann fahren wir zum anderen. Dann fahren wir zum anderen hier. Und ich muss wieder einfahren, so. Da habe ich einen Einkarton liegen. Wie kommt der da hin? Wer hat den da hingeschmissen? Ich weiß nicht genau. Den muss ich gleich mal nehmen. Also habe ich einen Einkarton gestern verloren. Ja, und das ist ja wieder dreckig, okay. Dann fahren wir das mal zurück. So, dann steigen wir mal wieder aus. Und dann machen wir den mal unter. Ne, so mit. Dann fahren wir den mal unter. Wieso nicht? Du warst schon richtig. Gut. Okay. Nur den hochheben. Okay, haben wir. Und das war's von der Föhnerfarm, von der Visuellen. Dann können wir das mal absenken. Und den Karton, ja, brauchen wir nicht drüber zu fahren. Sind wir denn hier? Ich habe kein Blickfeld. Muss sehen, dass ich mir mich ausrichte. Und dann würden wir den wieder einstellen, den Frontlader, und den Anhänger anhängen. Und ein paar Kartons aufladen. Okay. Dann setzen wir die mal ab. Und müssen wir mal G machen. G. Und dann können wir den abkuppeln. Okay. Und dann haben wir Motor. Ich möchte wieder rückwärts machen. In die Richtung, dass ich da gut eingegangen bekomme. Dann können wir dann aussteigen. Okay, haben wir. Reingepackt, können wir ein Stückchen zurückfahren. Ein Stückchen zurückfahren, okay.
damit wir gleich nicht so weit laufen müssen, also einmal aussteigen und zu den Kartons hinlaufen. Da sind wir. Und wie sieht es bei den Tieren eigentlich? Kann ich Tiere heute verkaufen? Muss ich Tiere verkaufen? Was haben wir hier? 30, 47 haben wir 80, 70, 78, 80, 90, 390. Müssen wir 30 Stück verkaufen? Oder 50? Ja, machen wir. 50 Stück geben wir weg. Also, ja. Und das der. Da sind wir. Dann werden wir hier 50 Hühner verkaufen. Das war ein Verlustgeschäft, meine ich, aber bei Transportkosten und so, das frisst dann auf. Aber was macht man nicht alles? Der Bauer braucht Geld. Die Bank will Geld haben vom Bauer. Jetzt haben wir 500, ja. Bestätigen und weg damit. Dann gehen wir jetzt da ein. Gehen wir da ein. Jetzt muss ich hier wieder den Joystick umstellen. So. Jetzt haben wir den. Hier den hier hochheben. Und dann ein bisschen weitergehen. Dann können wir den da unterheben. Mit den Fall lassen. Sehr gut. Und dann nehmen wir den nächsten. Und dann nehmen wir den. Der ist schwer. Also wie viele alte Kartons sind, ist mir nicht ganz klar. Ob das jetzt ein Schock ist oder... Also es können keine anderen sein, die rechnen das hier in Liter aus. Ich weiß gar nicht, wie schwer, wie viel Liter das 10 Eier sind oder 50 Eier. Also der Preis ist sicher nicht angemessen. Also in dem Karton gehen ja hier bei so einem Aldi 100 Stück rein oder mehr. In den Karton von dem mal geschätzt hier. Da gehen keine 100, da gehen keine 10 Kartons, da gehen mehr wie 10 Kartons rein. Da gehen ja, das ist Tüchchen, man sieht das hier nicht immer so genau. Dann war wichtig schon mal daneben. Da haben wir den, können wir den schon mal nehmen. Und ja, ich mache das jetzt alles mit dem Joystick. Hier auf dem, von dem Seitec Joystick. Der hat hier 2 Joysticks, 2 Stück am Lenkrad. Und dann hat er eine Seitec in der Konsole. Und das benutze ich. Und das geht ganz gut. Manchmal zumindest. Also wenn ich damit klarkomme, dann geht es gut, und wenn nicht, jetzt haben wir den, kann man auch einmal anklicken. Wichtig ist natürlich, dass der Joystick hier, dass das Lämpchen auf Rot steht. Sonst nimmt er den nicht. Dann brauche ich dann nur einmal draufklicken. Und dann kommen wir jetzt hier. Okay. Und dann können wir gleich hinten drüben nochmal, müssen wir noch anhalten, um den anderen zu nehmen, den ich ja gestern verloren habe. Und ja, wird nicht viel drin sein, aber trotzdem, wenn wir den mit jetzt nehmen, können wir ihn ja nicht hier lassen. Okay, das war's. Auf nach vorne. Einmal einsteigen. Einmal einsteigen. Und ab geht's. Richtung Silo. Dann müssen wir am Silo mal anhalten. Das war das Paket, das wir da verloren haben gestern. Das wird das auflösen.
sind darüber wieder 500 €. Darf man dann nicht vergessen. Und wir haben ja nichts zu verschenken, ne? Oder doch? Also ich sage immer, ich habe nichts zu verschenken. Also von daher, also wieder aussteigen. Da sind wir. Und jetzt müssen wir mal auf die andere Seite gehen, wo ist das Paket jetzt? Da liegt das Paket. Da gehen wir jetzt über den Paket hin. Und jetzt fahren wir das hier drauf. Okay, haben wir. Können wir wieder nach vorne gehen. Und wieder einsteigen. Okay, dann fahren wir jetzt mal darüber. Und dann fahren wir jetzt hier mal so. Ja, das sind doch schon wieder ordentlich Pakete hier. Also wir fährt nicht immer so, wie ich das möchte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt über den rübergefahren bin oder weiß ich nicht genau. Okay, müssen wir mal sehen. Also gerade waren die Pakete und jetzt checken wir erstmal aus. Und dann laufen wir mal ein bisschen hier rum. Da wollen wir dann. Habe ich jetzt einen weggefahren? Da war vorhin einer mehr, ne? Und dann können wir den. Interessant, dass wir da einen mit dem Gewicht, den irgendwie, wie sagt man ja, weggefahren habe, weggedrückt habe, dass ich draufgefahren bin und dann ist der Karton woanders hingesprungen. Okay, das geht ja heute gut. Das geht ja gut heute. Okay. Ich will jetzt mal sehen, ob der Karton da an der Seite liegt. Da wo der könnte liegen. Jetzt habe ich auch einen liegen verloren. Wie genau das passiert, das weiß ich nicht genau. Jetzt durch meine Fahrweise oder wie. Ja, außerdem, wir bauen jetzt ja gut hier. Ein Karton bringt der nicht um, aber trotzdem. Und dann haben wir noch einen. Nehmen wir den noch. Und dann können wir den vielleicht auch noch irgendwie den umschieben. Und den umwerfen. Ne, können wir nicht. Den jetzt hier so drüber schieben. Ich wollte den an dem verschieben, den Karton, und mit dem anderen hier verschieben. Und den wegwerfen hier, den runterwerfen, aber macht das nicht so, wie ich mir das denke. Okay, dann können wir vielleicht mal den annehmen. Haben wir den, dann schieben wir den vielleicht mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich möchte den hochschieben, dass der das macht aber nicht. Ich möchte den einfach umwerfen.
den Anfang werfen. Haben wir den, ja? Den muss ich aber umlegen. Der lädt sich aber jetzt nicht hin. Der will nicht so wie ich will. Der Karton. Das kommt öfter vor. Jetzt können wir den vielleicht ablegen. Ja. Genau so sollte es sein. Und den können wir vielleicht auch mal den anders legen hier. Okay, genau. Jetzt müssen wir den durchlegen. Der sieht ja wieder so krumm, aber ist egal. Okay, dann machen wir das. Liegt jetzt hier einer unter den Rädern oder? Hier ist die sehe ich kein, doch da liegt schon ein Paket. Das habe ich gerade nicht gesehen. So, das mal schnell holen. Das war das Paket, das hier vorne lag die ganze Zeit. Dann können wir das hier so rüberfahren. Und dann fahren wir dann rein. Okay, Leute, das war's. Auf geht's zum Eierverkauf. Leute, dann. Also, der Karton ist gut gefüllt. Und wir können jetzt noch wieder zurückfahren. Und dann müssen wir sehen, dass wir hier links rüberfahren. Das sieht drauf an. Das ist so. Okay. Ja, wie sieht es mit den Preisen aus? Wo müssen wir hinfahren? Für die Preise? Für Eier. Da haben wir die Eier. Ja gut, bietet guten Preis, der Hafenspeicher. Ja gut, dann fahren wir zum Hafenspeicher wieder. Okay. 1200 können wir machen. Machen wir das. Dann fahren wir zum Hafenspeicher. Dann kann ich daher auch gleich tanken am Hafenspeicher. Also, auf zum Hafenspeicher. Und brauchen zwar nicht unbedingt tanken, aber ich möchte jetzt schon mal den Tank voll machen, wo ich dann schon mal da bin. Auch mit Anhänger, ja, müsste kein Problem sein. Sollte kein Problem sein. Und Wartung habe ich gestern gemacht. Ich warte jetzt allerdings meine Fahrzeuge. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise den Wert halt hinauszögern kann, den Wertverfall. Denn ich hatte hier auch schon bei 10.000. Und wird mir das angezeigt. Ich weiß nicht, das ist ein Hinweis, dass ich das neu kaufen soll. Der hat 83, habe ich dafür bezahlt, 83.000 und jetzt kriege ich noch 10.000 dafür. Das ist aber nicht der Restwert. In der Bilanz steht der mit einem Euro, denke ich. Und solange der fährt, fährt er. Und so lange behalte ich den auch. Also, hier sind wir. Jetzt erstmal zur Tanke. Dann bauen wir zur Tanke hier. Machen wir mal hier so rein. Hier stehen den ersten. Und dann hoffen wir, dass das hier klappt. Und dann mal her. Ja, wird auf. Gut. Sehr gut. Aber dann können wir hier so einmal rumfahren. Ich hoffe, dass wir hier nicht irgendwo hängen bleiben. Weil dafür bin ich auch Spezialist hier schon mehrmals gewesen.
Was soll das jetzt hier? Warum hat er das hier abgesperrt? So, jetzt haben wir das mal abspeichern. Ja. Hier ist der Shop. Und hier fahren wir jetzt rechts ab. Ich muss mal lernen, wissen, wo hier mein Wegzeichen ist. Ich weiß es zwar, dass ich irgendwie bewegen kann, die Beleuchtung einstellen, aber welches der echte Blinker ist, welcher Link ist, das weiß ich im Moment nicht. Aber ich habe hier 6 Knöpfe für Lampen und ja, fahren wir erstmal da durch. Schauen wir hier rein. Dann fahren wir hier rum. Dann fahren wir darauf. Dann fahren wir darauf. Und dann machen wir jetzt hier wieder. Wollen wir hier wieder texten? Ich hoffe, dass es da gut draufsteht, ne? Und dann können wir vielleicht aussteigen. Und dann mal wechseln nach hinten. Ich hoffe, ich schaffe das, was ich schaffen kann. Das sollte genau sein. Und dann springen wir hoch. Okay, haben wir. Dann nehmen wir den mal. Okay, den haben wir schon mal. Nehmen wir den auch nochmal. Und dann nehmen wir den nächsten. Nehmen wir den. Und den nehmen wir auch. Ich glaube, der hat den. Wir müssen zugehen. Und den auch. Und dann den Bauch weg. Und dann können wir den vielleicht auch. Aber muss ich einfach länger halten den oder? Ich hoffe, dass ich das irgendwann auch mal herausfinde, wie das hier funktioniert. Der geht wieder gut. Und müssen wir den kriegen. Der ist gut, ja. Und nehmen wir jetzt hier noch ein. Dann nehmen wir den hier noch. Der läuft auch gut, ja. Und dann können wir den auch hinschieben. Okay. Und dann wieder ein Paket. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer da entwendet die Maschine, wie ich die Pakete abwerfe oder lerne ich, wie ich mit der Maschine am besten klarkomme. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Wer von wem ihr lernt.
Dann nicht von der Maschine. Nehmen wir an, ne? Wo ich jetzt oben, dann die Maschine da drüber stehen. Und die sind immer weg, ja. Weil manchmal kann ich nicht mehr nass heben. Dann kriege ich das nicht hin. Das will er nicht. Ich weiß nicht genau warum nicht, aber er will nicht. Und er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Ich weiß nicht genau warum nicht. Was er jetzt hat. Was hat er jetzt? Was hat er jetzt? Okay, 499 haben wir. Okay. Ist irgendwas daneben oder? Ich glaube nicht. Ich habe alle. Ich kann ja wieder einschenken. Also, wieder einschenken. Und Abfahrt geht's. Okay. Wir haben jetzt heute verdient. Also das waren 10.000. Zum zweiten Hühnerstall habe ich keine Hühner verkauft. Ich muss hier nochmal 50 Stück verkaufen. Dann haben wir das auch. Dann haben wir das. Also wie sieht das aus momentan? Die Einnahmesituation. Ja. Also 16.000 momentan. 250 für die verkaufen Tiere. Also 500. Dann haben wir 10.000 für die Ballen. Und für die Einnahmen für die Eier 5.000, 6.000. Ja, ist ja anständig. Ist ja anständig, normal Preis 16.000. Und dann verkaufen wir noch ein paar Tiere nochmal 50. Jetzt haben wir erstmal zurück. Also wieder ein guter Tag. Und beim mäßigen Arbeitsaufwand, dann können wir jetzt bald wieder ernten. Dann gibt es wieder einen dicken Erntetag mit Strohernte. Dann werden die Speicher gefüllt. Und dann können wir Stroh verkaufen wieder. Morgen wahrscheinlich. Morgen haben wir dann Stroh verkauft. Okay, dann fahren wir gleich jetzt hoch. Und dann bin ich der einzige Rauli hier, der mit dem Traktor umfährt. Die anderen sind alle sehr friedlich. Ich muss hier links gucken, ne? Ja. Da haben wir keinen Verkehr, nichts. Da haben wir einen Zugbahn. Da fährt der Zug. Ja, das war gleich meine erste Panne hier. Da hat mich so, ich gehe auf die Heimat. 16.000 haben wir verdient heute bisher. Und dann bekommen die Abzüge für Fahrzeuge und für Reparaturen. Sprit. Und dann dazu, dann muss ich Krediten bezahlen und Leasinggebühren. Ich weiß immer noch nicht, ob jetzt Leasing besser ist, als wenn ich jetzt das kaufe. Also steuerlich sind natürlich Leasingkosten und Kosten
die Minderlinge gewinnen. Also von daher rechnet sich jetzt Leasing schon mal für den Bauer in der Einnahmeausgabenrechnung. Da hat der Kunde kaum Einnahmen, musste nur Ausgaben haben. Aber in meiner Milchmädchenrechnung ticke ich natürlich anders und ich sehe das, was ich im Portemonnaie habe. Und das sind wir. Da haben wir ein Paket liegen, da habe ich wieder ein Paket liegen. Okay, gehen wir jetzt hier. Okay, dann schicke ich rein. Dann schicke ich okay. Dann können wir mal aussteigen, kuppeln. Und dann steigen wir mal aus. Wo ist das Paket jetzt? Nur das Geld. Wir sehen, wo habe ich das Paket hier liegen. Da liegt das Paket. Wo stellst du da an? Wenn man von der anderen Seite kommt, von der anderen Seite vielleicht, mal die besser an. Welche Paket da liegt, was Paket da? Können wir denn jetzt hier irgendwie, will ich mit auf die Knie gehen? So kann man auf die Knie gehen, glaube ich. Aber dann muss ich das halten. Und dann kann ich das, jetzt kann ich ihn packen. Dann ziehen wir den jetzt hier vor. Dann können wir den hochziehen. Dann haben wir den jetzt hier rüber. Dann können wir den jetzt werfen. Okay, haben wir. Gut, und weiter geht's auf ins Auto. Einsteigen. Und dann fahren wir schnell da drüben. Habe ich den jetzt abgegangen? Ja, dann fahren wir schnell Tier verkaufen da drüben. 50 Stück. Und also, früher hätte ich das auch mal zu Fuß machen können, aber jetzt machen wir nicht mal zu Fuß hier. Am Aussteigen. Dann gehen wir mal darüber. Gehen wir mal los hier. Dann mal hier rein. Okay. Verkaufen wir auf uns hier. Also mit einer Sorte Hühner kommt man besser klar. Mit einer Farbe, sag ich mal, da hat die Oma schon recht. Da hat die Oma recht. Da hat die Oma recht. Also bestätigen und weg war's. Okay, haben wir also wieder ein bisschen was verdient. Dann gehen wir wieder ins Auto. Und einsteigen. Und einmal zurückfahren bitte. Und dann gucken wir mal hier so. Machen wir gleich mal links rum. So, wie sieht es hier aus? Hier können wir nichts machen. Da können wir nichts machen, das ist nicht so gut. Da haben wir keine Zeit für die Ernte. Also, was hat die Guthaben für heute? Guthaben sind also, das war nicht echt Guthaben. Da sind die Tiere eigentlich Zustand super, 97%, Futter genug da, Futter kommt morgen wieder neu sein. Da unten
genau dasselbe, 100% Sauberkeit, das sind 1000. Fressen die mehr Daumen? Oder, da will ich heute Morgen wieder auftanken, mit dem Getreidesilo. Ja, hier haben wir die Einnahmesituation, 16.000 heute, 19.000 auf dem Konto, dann könnte ich von dem Kredit vielleicht 5.000, nochmal 5.000 zurückzahlen, dass wir schon mal 10.000 zurückgezahlt haben. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Im Moment nicht. Nur die 4.000. Haben wir noch 135.000? Nee. Und wie viel müssen wir jemals ziehen? 15.800 für die Zinsen, ne? Okay. Sonstiges haben wir schon mal. Fahrzeuge und Mietkosten Fahrzeuge 819. Was habe ich denn da gestern gehabt? Mietkosten. Da habe ich so viel Geld ausgegeben gestern. Weil ich da so viel gefahren bin, oder? Die zahle ich bei den Fahrzeugen manchmal Mietkosten 3.000 mal nur 800. Vielleicht bleibt es aber nicht. Vielleicht kommt dann noch was dazu. Also da unten kommt bestimmt was dazu. Aber ansonsten muss man erstmal abwarten. Ja, ein guter Tag 16.000, ein normaler Tag, sag ich mal. Und mit der Einnahmesituation kann ich leben. Okay, da sind wir halt im Wachstum. Und ja, wie sieht es hier aus? Mit der Zeit, ich bin immer auf Echtzeit. Jetzt können wir den auf 5-fach stellen. 5-fach. Wir haben jetzt was für eine Zeit? Wir haben jetzt 11.30 Uhr haben wir jetzt. Und ja, dann können wir heute vielleicht die Zeit ein bisschen vorsetzen. Und dann haben wir morgen eine weitere Tour. Okay. Wir müssen ein bisschen vorsetzen, die Zeit. Ein bisschen schneller laufen lassen. 120 war den morgigen Tag, damit er ein bisschen schneller läuft. Und ja, dann haben wir die Eierhühner, dann werden wir morgen ernten. Morgen werden wir so ernten. Und wir werden morgen vielleicht wieder Gras mähen, auf jedes andere Feld. Oder nur die Ränder. Und dann haben wir bald dann holt die bald jetzt Geld auch ab. Und dann können wir vielleicht überlegen, schon mal Startplan machen, dass wir das Gebäude dann kaufen, das neue Kredit aufnehmen. Und dass wir von dem Kredit dann 500.000 vielleicht, wie bei euch 300.000 für das Grundstück, das kostet 210, mit Gebäude vielleicht 200.000, 300.000. Aber das bekomme ich jetzt gut alles weg. Dann habe ich ja einen Tag, ich kann nicht hier Gas mehr und einen Tag da drüben. Ja, das heißt meine Expansionspläne. Wie kann ich heute meine Nachbarn aufkaufen?
die können nicht ihr Geld verdienen. Und okay. Also 14 Uhr sind wir. Der Wald steht in einer Blüte. Wo sie schon ernten oder was sagt die Bilanz hier? Was hat der jetzt hier? Da ist noch zu früh. Der braucht noch ein paar Tage. Der hatten die falsche Farbe. Das wäre schon eine Erntereife, aber besser als wenn er vollreif ist. Okay. Das heißt, das machen wir morgen. Das machen wir morgen also. Wollen wir morgen da drüben den dahin. Dann nennen wir den gleich ab. Das heißt, ich könnte vielleicht schon mal gleich drüber fahren. Für morgen. Das steht schon gleich, dass ich den schon mal parat habe. Deswegen weiß ich, was ich morgen machen. Und das sind den schon mal morgen dahin. So. Wir können morgen machen. Okay, aber. Ja. Mehr geht nicht im Moment, oder? Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Wir haben 18 Uhr. Zeit Feierabend zu machen. Okay, Leute, das war's und tschüss.